Einer der Gründe für Martin Luthers Reformation war der Ablasshandel, aber auch die Heiligenverehrung. Dagegen hatte sich Martin Luther vehement ausgesprochen. Dass er selbst nach seinem Tod Gegenstand der Heiligenverehrung werden könnte, hätte er sich wahrscheinlich nicht im Traum vorstellen können. Wir können dies aber an einem ganz kleinen und unscheinbaren Gegenstand verdeutlichen, und zwar an einer kleinen Schwanenfigur aus sogenannten weißem Pfeifenton. Diese Schwanenfigur fand sich direkt neben Martin Luthers Geburtshaus in Eisleben. Man muss wissen, dass die Luders, so wie sie eigentlich hießen, Luther nannte Martin Luther sich erst sehr viel später, dass die Luders aus dem thüringischen Möhra zuzogen und dass es keineswegs so ist, wie Martin Luther sagte, dass sie arm waren, sondern im Gegenteil, der Vater entstammte zwar einer bäuerlichen Familie, die aber Bergwerke betrieb in Thüringen, und das Gleiche gilt für die Mutter, auch sie stammte aus einer Familie von Bergwerksbesitzern. Insofern wollten die Luders einen sehr schlauen Schachzug für die Familie machen. Sie wollten ins Mansfelder Land, denn dort waren die reichsten Kupfervorkommen der damaligen Zeit. Man sagt, bis zu einem Drittel des Weltkupfers sei dann dort abgebaut worden. Aber es konnte nicht abgebaut werden, weil zwischen den Mansfelder Grafen und dem Reich ein Streit entstanden war, wer den Zugang zu diesen Kupfervorkommen hatte. Das Reichsgericht entschied sich für die Mansfelder Grafen und es folgte ein Berggeschrei, ein Run auf diese wichtigen Erzgruben. Und bei diesem Run war der Vater Hans Luder von Martin Luther ganz vorne dabei. Und er wurde sogar Stadtviertelmeister, das heißt, er war eine Art Bürgermeister. Er war die Kontaktperson zum Grafen von Mansfeld und beaufsichtigte die anderen Bergwerksbesitzer, bekam dafür einen stattlichen Lohn. Und insofern war es auch so, dass wir, als wir Martin Luthers Elternhaus nachweisen konnten, einen stattlichen Vierseithof fanden. Das war noch anders in Eisleben. Die Luders warteten bis zum Ende des Prozesses und bis sie in Mansfeld Fuß fassen konnten. Und in dieser Zeit, 1483, wurde der kleine Martin geboren. Vom Haus steht nichts mehr. Das Haus brannte in einem Stadtbrand in den 1680er Jahren ab und wurde stattlich neu errichtet. Das kann man heute sehen. Allerdings haben wir archäologisch die Reste des lutherschen Geburtshauses fassen können. Und im Nachbargrundstück, wo auch eine Grabung stattfand, haben wir in einer Schotterschicht diesen kleinen Schwan aus Pfeifenton gefunden. Pfeifenton ist typisch für Heiligenfiguren, die auf den Wallfahrten, die zu Tausenden stattfanden, im Bangen um das Seelenheil feilgeboten und verkauft wurden. Aber wir sehen, es ist hier keine Christusfigur, es ist keine Heiligenfigur und ein Schwan lässt sich schwerlich in den heiligen Kanon einfügen. Aber der Fundort ist klar, das Grundstück direkt neben Martin Luthers Geburtshaus, und das Geburtshaus hatte sich ja zu einem richtigen Wallfahrtsort entwickelt. Alles, was mit Martin Luther zu tun hatte, bekam Wallfahrtscharakter, obwohl Martin Luther Wallfahrten abschaffen wollte, obwohl Martin Luther die Heiligen abschaffen wollte, erhielt er im protestantischen Umfeld gleichsam heiligen Charakter. Und alles, was er berührt hatte, wie eine Berührungsreliquie, alles, was mit ihm zu tun hatte, war Gegenstand der Sehnsucht. So sagt man zum Beispiel, dass der Tisch in der Wartburg, auf dem er schrieb, bis auf 3 jämmerliche Reste völlig abgeschnitzt wurde. Jeder wollte einen Span abschneiden, sowie ja auch zahlreiche Reste des Kreuzes Christi in katholischen Kirchen unterwegs waren und viele andere Dinge. Gleiches gilt übrigens für den Esstisch in seinem Haus. Dort haben die schon, während er noch lebte, Stücke herausgeschnitten. Es gibt zahllose Stofffetzen, die mit Martin Luther verbunden werden. Am berühmtesten sind vielleicht die Luther-Pokale und die Luther-Becher,
Martin Luther selbst hatte tatsächlich Becher gesammelt und gibt nicht unstolz an, dass diese von erheblichem Wert waren. Solche Becher haben wir übrigens auch im Lutherhaus gefunden, im Schutt des Lutherhauses. Das spektakulärste, das sind die Scherben eines Bechers aus Isnik-Keramik. Also war ein Verehrer aus Isnik in der heutigen Türkei zum Martin Luther gepilgert. Und man wusste, wenn man Martin Luther die Freude machen wollte, schenkte man ihm einen Pokal. Aber zurück zu unserem kleinen Figürchen hier. Nachdem Martin Luther 1546 starb, entwickelte sich das sehr schnell zu einer Wallfahrtsstätte. Und es ist vorstellbar und wahrscheinlich, dass dieser Schwan als Symbol Martin Luthers am Nachbargrundstück, es fand sich ziemlich auf der Grenze, oder auch am ehemaligen Lutherhaus verkauft wurde. Innen ist es übrigens mit einem Loch versehen, sodass man es vermutlich auch aufstecken konnte. Ob es vielleicht sogar zu einer Szenerie gehört, lässt sich natürlich heute nicht mehr sagen. In jedem Fall ist es ein Zeichen tiefer Volksfrömmigkeit und es ist ein Zeichen, dass sich diese Frömmigkeit, die sich ja auf viele Heilige verteilt hatte, nicht so einfach abschaffen ließ, sondern dass man sich gegebenenfalls neue Heilige suchte, auch wenn es eigentlich ganz normale Menschen waren, wie Martin Luther, die dieses sogar ablehnten. Insofern ist dieses kleine Stückchen als Pfeifenton, dieser Schwan, der in eine Zeit nach Martin Luther gehört, vielleicht schon ins 17. Jahrhundert, vielleicht 1620, 30, 50, man konnte es schwer sagen, weil Pfeifenton immer für solche Figuren verwendet wurden. Letztlich lediglich die Schicht zeigt uns das 17. Jahrhundert an, in der der Schwan gefunden wurde. Letztlich ist es so, dass auch dieses Stück uns ein einmaliges Zeugnis von etwas gibt, was wir so in der Literatur nicht finden. Wir finden zwar, dass sich die Obrigkeit gegen die Verehrung Martin Luthers ausgesprochen hat im Sinne eines Reliquienkultes. Wir wissen natürlich, dass es Lutherbäume gab, an denen er lehnte und die umgeschlagen wurden und zu Spazierstöcken und anderen Devotionalien geschnitzt und vieles weitere. Was wir aber nicht wussten, welches Ausmaß das annimmt und wie haptisch tatsächlich es zu einer nahezu Verehrung als Heiliger kam. Dafür steht hier dieses kleine Stückchen Schwan aus Pfeifenton. Und Sie sehen, bei archäologischen Grabungen kommen die erstaunlichsten Dinge zur Geltung und häufig sind kleine Dinge von erheblicher Bedeutung. Und eins muss auch betont werden, damit ich Ihnen die Geschichte heute erzählen kann, müssen viele Forscher sozusagen in die Archive steigen. Die Spezialisten der Lutherzeit werden herangezogen. Wir haben das Schwanenfigürchen auch in einer Ausstellung gezeigt und ich kann es dann und jeder andere in einem Katalog nachlesen und in verschiedenen wissenschaftlichen Artikeln, sodass auch solche Details für Sie erschlossen werden und Sie sehen, Kulturgeschichte schreiben, nicht nur Gold und Silber, Kulturgeschichte schreiben, nicht nur Bücher, Kulturgeschichte schreiben auch scheinbar unscheinbare Gegenstände, denen man ihre Bedeutung aber erst durch exakte und saubere Wissenschaft entlocken muss.